eine kleine Welt, ein Landstädtchen, irgendwo in Norditalien. Im Winter schauert man unter der Herrschaft des Regens, im Sommer aber schwingt die Sonne ihr Strahlenzepter, entzündet die Leidenschaften und bringt das Gehirn zum Kochen. Doch in der klaren Helle bewahren selbst die ärgsten Konflikte noch einen Hauch von Liebenswürdigkeit. Man zankt sich, man schlägt sich, aber man bleibt Mensch. Und so können hier Dinge passieren, die nirgendwo sonst in der Welt möglich sind. Es ist im Frühsommer 1946. Der Ort hat vor einigen Tagen seinen Gemeinderat gewählt. Die Rote Partei stand gegen die Christliche. Und die Roten mit den Kommunisten an der Spitze haben die Mehrheit errungen. Jesus, da siehst du, wie weit wir es gebracht haben. Sie marschieren, sie triumphieren. Ich sage dir, eines Tages dringen sie auch in dein Haus ein und trampeln dir auf der Nase herum. Letzten Sonntag habe ich ihnen von der Kanzel meine Meinung gesagt. Und am gleichen Abend hat mir einer hinter der Hecke aufgelauert, mich hinterrücks überfallen und mich verprügelt. Und das hast du dir gefallen lassen? Das war recht von dir. Selig sind die Friedfertigen. Il fatto è che avevo come 3 dozzine d'ove e cercavo di salvarle. Ormai era buio e non ho visto chi è stato. Aber wenn ich das mal rauskriege, dann... Wir sollen denen verzeihen, die uns beleidigt haben. Und dann unter uns. Eine kleine Abreibung tat dir ganz gut. Vielleicht begreifst du endlich, dass man bei mir keine Politik treiben soll. Trotzdem, ohne deine Wege kritisieren zu wollen, muss ich dir sagen, dass ich, wenn ich du wäre, nie erlaubt hätte, dass Pepone Bürgermeister wird. Stell dir vor, dass sich der neue Gemeinderat aus Männern zusammensetzt, die weder lesen noch schreiben können. Analphabeten sollen Verwaltungsarbeiten machen. Als Kinder hatten sie keine Zeit, in die Schule zu gehen, das weißt du doch, Camillo. Bei der Feldarbeit mussten sie helfen, kaum, dass sie die ersten Schritte machen konnten. Meine Schuld? Ach, Camillo, nicht auf die Orthographie kommt es an, sondern darauf, wie es im Herzen und im Kopf aussieht. Lassen wir sie doch erst einmal an die Arbeit gehen. Es ist schwer, mit dir zu diskutieren. Hörst du sie? Hör dir das an. Und ich habe ihnen Notenlesen beigebracht. Das ist der Anwalt Spiletti, der einzige Vertreter der Opposition, der gewählt worden ist. Und das ist Fräulein Christina, die alte Lehrerin. Sie ist 85 Jahre alt und lebt von ihren Erinnerungen an die gute alte Zeit. Was sie eben vom Fenster aus gesehen hat, ist für sie der Anfang vom Ende der Welt. Werden die Männer zu ihr heraufkommen? Sie hat keine Angst. Sie kennt sie alle, die nichtsnutzigen Burschen. Sie hat jedem Einzelnen, wenn auch vor langer Zeit, schon einmal die Ohren lang gezogen. Hallo, hallo, hallo. Das ist doch zu leise. Gib mal ein bisschen mehr Saft. Gib mal ein bisschen mehr Saft. Das ist der Endkampf. Gib mal ein bisschen mehr Saft. Hallo, hallo. Das ist der Endkampf. Hallo, hallo. Das ist der Endkampf. Sieh dir das an, oh Herr. Die Lautsprecher werden schon gerichtet, direkt auf uns. Hausfriedensbruch nennt man das. Was soll ich machen, Camillo? Das ist der Fortschritt. Hallo, hallo. Das ist der Endkampf. Guten Tag, Fräulein Christina. Wer bist du denn? Ich bin Gina, Gina Filotti. Kennen Sie mich nicht mehr? Gina. Aber ist das denn möglich? Ich muss hinaufsehen, um das kleine Mädchen zu erkennen. Ich bin etwas klein geworden. Aber ich bitte Sie, Sie haben sich überhaupt nicht verändert. Glaubst du, mein Kind? Warst du auch immer brav im Internat? Jawohl, Fräulein Christina. Kommst an einem schlechten Tag zurück. Sieh dir das an. Genoss!
Schuko als Vertreter der Bezirksleitung. Ihr feiert heute mit uns den Sieg des Volkes und der Demokratie. Außerdem habe ich für euch eine gute Nachricht. In einigen Tagen schreiten wir zur Grundsteinlegung des euch versprochenen Volkshauses. Darin wird es auch eine Bibliothek geben mit modernen Büchern. Una sala per il ballo. Und Kino, Theater und Festsaal und mehrere Clubs. Una palestra per la ginnastica fisica. Und noch andere schöne Sachen. La quale sarà la vostra casa. La casa del popolo. Also ein Volkshaus. Und wo habt ihr das Geld her, ihr Banditen? Hm? Und jetzt erteile ich das Wort dem Genossen Bezirksleiter. Genossen, ihr habt allen Grund, euch zu freuen. Und ich beglückwünsche den Genossen Giuseppe Butazzi, unseren Freund Pepone. Ihm vor allem gebührt unser Dank für den Sieg über den Volksfeind. Bleib hier. Das alles geht dich gar nichts an. Nur hier darfst du tun, was du willst. Hier darf ich? Natürlich. Hier bist du zu Hause. Bis dahin müssen wir legal bleiben. Wir können nicht tun, was wir tun müssten. Nämlich unsere Feinde, so wie sie sind, an die Wand stellen und abknallen. Wir werden eines Tages. Was ist denn das? Don Camillo. Bring ihn doch zum Schweigen. Das ist leicht gesagt. Dazu brauche ich, was ich nicht habe. Ein paar anständige Kanonen. Warum Kanonen? Mit einem Karabiner könnte man das selber erreichen. Ja, aber der erste Schuss müsste sitzen, mein Lieber, sonst fängt der Kerl auch an zu schießen. Und der trifft nicht schlecht. Warum hört er auf zu läuten? Warum lässt er sie weitersprechen? Der steht auf ihrer Seite. Ich habe immer gesagt, er ist ein verkappter Bolschewist. Sagen Sie, Fräulein Christina, der Mann mit der roten Fahne, ist das nicht Mariolino? Ja, das ist er. Ein ganz roter. Sein Vater steht auch auf der Tribüne. Sieh sie dir an. Eine feine Familie von Blutsäufern. Genossen, habt ihr das gehört? Wir dulden keinen Augenblick länger derartige Angriffe auf die Versammlungsfreiheit und Redefreiheit. Diejenigen, die sich im Schatten des Kreuzes verstecken und das Volk betrügen wollen. Diejenigen, die Christus verraten haben. Genauso wie vor 2000 Jahren. Stürmen, diese Banditen, dass ich das erleben muss. Gina, bist du's?
Donnerwetter, du hast dich aber rausgemacht. Bist du jetzt eine richtige Frau? Was dachtest du denn, was ich bin? Eine Ziege? So was Ähnliches bist du mal gewesen. Hör mal, ich hab's eilig. Sehen wir uns heute Abend? Ich will dich überhaupt nicht mehr sehen. Lauf ihn doch nach, deinen Räubern und Mördern. Du? Geh hinauf zu deinem Kaplan in sein Eulennest. Genossen! Wieder ein Genosse mehr! Ein hübscher Bengel, genauso hübsch wie er! Seht euch Don Camillo an, wie er sich freut an dem Glück seines alten Feindes Pepone. Eigentlich geht es ihnen doch um dieselbe Sache, um das Wohl der Gemeinde. Nur über die Methode können sie sich nicht einig werden. Sie streiten sich schon seit Jahren. Sie waren zusammen im Krieg und bei den Partisanen, aber sie lassen keine Gelegenheit vorüber, sich gegenseitig eins auszuwischen. So war es schon in jener Nacht, als das alte verlassene Haus plötzlich in Flammen aufging. Der ganze Ort war zusammengelaufen, um den Steinhaufen brennen zu sehen. Können Steine eigentlich brennen? Ich möchte wissen, was in einem Haufen Steine so brennen kann. Gehen Sie keinen Schritt weiter! Kümmere dich nicht um mich. Ich kümmere mich nicht um Sie. Aber es ist idiotisch, sich ohne jeden Grund in Gefahr zu begeben. Die paar brennenden Steine. Wenn es Benzin ist, was brennt, da kann es auch noch was anderes sein. Was denn zum Beispiel? Ich habe nichts gesagt. Glaubst du, das ist noch was anderes? Ich glaube nicht. Du hast also bloß Angst, deine revolutionären Kumpane könnten glauben, ihr Anführer hätte weniger Mut als ein reaktionärer Pfaffe. Zurück, Pepone. Könnte Ihnen so passen. Jetzt können Sie Ihre Glocken läuten, von wegen Mut. Hätte ich Sie doch weitergehen lassen, dann hätte ich das Vergnügen gehabt, den schwärzesten Reaktionär in die Luft fliegen zu sehen. Ich wäre schon nicht hingegangen. Warum? Weil ich wusste, was im Keller versteckt war. 12 Kanister Benzin, 95 Gewehre, 1000 Handgranaten, 2 Kisten Gewehrpatronen, 7 Maschinengewehre und 2,5 Zentner Sprengstoff. Da staunst du. Ich habe in deinem Depot Inventur gemacht und es am Schluss mit Benzin übergossen. Ich müsste Sie eigentlich umbringen. Du musst mich umbringen? Das ist aber gar nicht leicht. Im Grunde haben Sie mir einen Gefallen getan. Das verdammte Waffenlager lag mir sowieso auf der Seele. Aber Sie sagten doch, es waren 7 Maschinengewehre. Waren es nicht 8? Wer hat das 8. genommen? Das war ich. Siehst du, wenn die proletarische Revolution ausbricht, muss ich doch die Pfarrei verteidigen. Sie werden mit mir zur Hölle fahren. Don Camillo erinnert sich noch sehr genau an die Tracht Prügel, die er von einem geheimnisvollen Unbekannten bezog. Und Pepone hat nicht vergessen, auf welche infame Weise die Glocken seine Wahl eingeläutet haben. Und eines Morgens, als der Kirchendiener Metuccia die Glocken läuten will, Was ist denn los? Wer hat das gemacht? Ich weiß nicht, ich glaube... Was denn? Was glaubst du? Gestern habe ich ihn gesehen. Wen? Gestern Abend. Wen denn? Na, die Pepone. Den Bürgermeister. Und die Kirche steht unter Denkmalschutz. Anstatt den Glockenstuhl endlich auszubessern, springt er in die Luft. Der Schuft. Warum hast du mir nichts gesagt? Als er aus der Kirche hinausging, habe ich gedacht, er kommt vielleicht von der Beichte. Von der Beichte? Jawohl. Von der Beichte? Jawohl. Ach, er soll seine Absolution haben. Camillo, wirf das weg. Wie bitte? Wirf es weg, das ist sehr hässlich. Das ist keine Eiche, Herr. Das ist Pappel. Gar nicht hart, direkt weich. Wirf es weg und denke nicht mehr an Pepone. Herr, wie soll ich nicht mehr an Pepone denken?
wenn du mir seine Frau schickst. Was gibt es denn? Ich möchte das Kind taufen lassen, Herr Pfarrer. Von wem ist es denn? Von mir? Und wer ist der Vater? Mein Mann natürlich. Oder wer dachten Sie, der wäre der Vater? Ist etwa Sie? Warum sind Sie denn beleidigt? Eure Partei ist doch, soviel ich weiß, für Freiliebe. Oh. Und welchen Namen soll er bekommen? Lenin Liberio Antonio. Dann lasst ihn doch lieber bei den Kosaken taufen. Komm! Hast du gehört, Jesus? Diesmal habe ich es Ihnen gezeigt, den Gottlosen. Du hast Unrecht getan, Camillo. Rufe die Frau zurück und taufe das Kind. Muss ich dich darauf aufmerksam machen, dass die Taufe keine harmlose Komödie ist? Die Taufe ist schließlich... Ich weiß. Das Kind stirbt ohne Sakrament der Taufe. Aber warum willst du es sterben lassen? Es ist munter wie ein Fisch im Wasser. Sei mir nicht böse, Herr. Ich bringe es auch gleich wieder in Ordnung. Ich werde nicht eher hier weggehen, bis mein Sohn getauft ist, und zwar auf den Namen, den ich wünsche. Das Rathaus ist schräg gegenüber. Hier ist die Kirche. Denken Sie daran, dass meine Bauchdecke nicht mehr ganz heil ist. Sie waren ja dabei, als Sie uns mit Granatwerfern bepflasterten. Also abgemacht, keine Tiefschläge. Keine Bange. Ich platziere Sie alle ein Stockwerk höher. Gut. Du, sag mal, wie viel schlägt denn das? Ich weiß auch nicht. Sie haben gesiegt. Der war für die Taufe und der für das Feuerwerk. Welches Feuerwerk? Spiel nicht den Unschuldigen. Mehr könnt ihr eben nicht. Zerstören und niederreißen. Und sowas will ein Volkshaus bauen. Schrei nicht, Sohn eines Bolschewisten. Kiri. Gehorcht besser als sein Vater. Ach, sag mal, wie willst du die Baukosten für das Volkshaus aufbringen? Och, das kommt schon zusammen. Du kannst den Ort von oben bis unten abklappern und du kriegst nicht mehr zusammen als ein Dutzend Ziegel. Ich habe Erfahrung. Seit wie vielen Jahren will ich schon den Kindergarten bauen? Aber je mit euren Versprechungen. Versprechen kostet nichts. Also, du möchtest ihn taufen lassen. Welchen Namen soll das Kind erhalten? Liberio, Antonio, Camillo. Du willst ihn noch Camillo nennen? Ja. Dann darfst du ihn auch noch Lenin nennen. Neben einem Camillo verschwindet dieser Herr sowieso. Halt ihn über das Taufbecken. Pate ist der alte Ciro vom Gutshof Bruciata, der Großvater Mariolinos. Der Boden gibt ebenso wenig her wie ein hohler Schädel. Wenn man hier Dynamit aussehen würde, hätte man Aussicht, dass es eines Tages hochgeht. Aber der alte Ciro und sein Sohn Brusco haben sich in den Kopf gesetzt, hier Weizen wachsen zu lassen. Jenseits der Mauer liegt das Gut der Filottis, der Eltern Ginas. Und dort braucht man den Boden nur ein wenig zu streicheln, schon schießt das Korn aus der Erde. Armut und Reichtum in nächster Nachbarschaft, dazu die Sonne und die Politik. Die beiden Familien hassen sich auf den Tod. Die Mauer wurde gebaut, damit kein Malheur passiert.
Bist du verrückt? Am helllichten Tag? Mein Vater darf uns doch nicht sehen. Warum bist du damals nicht gekommen? Ich bin jeden Abend da gewesen. Aber Gina, du hast mich doch weggejagt. Ich hab dich nicht weggejagt. Ich war nur wütend. Du bist hübsch. Du bekommst dir schon ein Bad. Deine Hände glühen ja. Bist du so gelaufen? Nein, ich bin gar nicht gelaufen. Romeo und Julia auf dem Dorfe. Ihre Eltern haben sich schon verfeindet, als die beiden noch als kleine Kinder miteinander spielten. Damals war die Mauer noch nicht da. Und der kleinste Zwischenfall endete in wüsten Beschimpfungen. Erst zankten sich die Mütter und dann die Väter. Dann griff der Streit auf das Gesinde über. Und endlich zankten sich auch die Großväter. Einer immer wütender als der andere. Dein Pepon ist ein ganz großer Bandit. Und dein Pfarrer ist ein Halunke und ein Heuchler obendrein. Halunken seid ihr alle zusammen. Räuber, Barbaren. Gina! Still, mein Großvater. Wenn er mich erwischt, bringt er mich um. Bis heute Abend. Bis heute Abend. Gina! Ja! Gina! Was hast du denn da gemacht? Ich wollte sehen, ob die Äpfel schon reif sind. Du sollst fürs Examen arbeiten, aber keine Äpfel pflücken. Geh zu deinen Büchern. Jetzt treibt dieser Kerl schon die Tauben auf meine Felder. Warte nur. Mörder! Hey! Stören dich um meine Tauben? Dürfen die nicht mal über deine Felder fliegen? Nimm mir die Sonne! Die Sonne? Die Sonne ist nicht für solche Halben wie dich da. Wenn sie dich sieht, dann gibt es eine Sonnenfinsternis. Schieße noch einmal und ich stecke dir deine Bude in Brand. Auf alles, was von da drüben kommt, wird geschossen. Nach deinen von deinen Feldern. Sie ist genauso hart. Und ich schenke dir hier diese unschuldige Opfer, du Mörder, du! Hier diese unschuldige Taube, du Frissige! Ersticken sollst du daran, du Mörder, du! Soll die Taube hier liegen bleiben? Gina hat sie der alten Christina geschenkt und die hat sich einen Braten davon gemacht. Fräulein Christina hat 50 Jahre lang die Kinder des Ortes unterrichtet. Seitdem sie sich zur Ruhe gesetzt hat, sorgen die Einwohner gemeinsam für ihren Unterhalt. Sie lebt in der Hoffnung, dass die Regierung ihr eines Tages eine Pension zahlen wird. Wer ist da? Ich bin's, Scartazzini. Und wer sind die anderen? Die gehören zu mir. Das sind Freunde. Wir möchten mit Ihnen was Wichtiges besprechen. Kommt herein. Was gibt's? Ja, also, wie Sie wissen, hat es eine Wahl gegeben und die Roten haben gesiegt. Ich weiß, Lumpengesindel. Die Roten, die gesiegt haben, sind wir. Trotzdem Lumpengesindel. Also jedenfalls wissen wir genau, was wir wollen und wir sind auf keinen Menschen angewiesen. Aber leider sind da Berichte zu schreiben und Anfragen der Regierung zu beantworten und deswegen kommen wir zu Ihnen. Sehen Sie, wir haben zu Ihnen mal Vertrauen, aber natürlich gegen Bezahlung. Bezahlen? Wissen Sie, wir würden jeden Abend vorbeikommen, nach Feierabend am besten. Und Sie würden das Geschrieben noch mal durchlesen und wenn ein kleiner Fehler ist, dann verbessern Sie ihn. Jetzt wird's aber höchste Zeit. Schämt ihr euch nicht? Warum habt ihr nicht gelernt, als ihr in der Schule wart? War das unsere Schuld? Sie wissen doch selber ganz genau, warum wir mehr auf den Feldern als in der Schule waren. Wir haben sie nicht zum Vergnügen geschwänzt. Wer bist du denn? Ah, das ist ja Brusco von der Bruschetta. Ja. Du warst ein ganz fauler Schlingel. Aber du hast recht, es war nicht eure Schuld. Setzt euch! Hat der kleine Arturo inzwischen Zähne bekommen? Gott sei Dank, Fräulein Christina. Er heiratet nächste Woche. Ah, da ist ja auch Bertini. Schwägerin immer noch so toll. Mit dem Alter wird's leider immer schlimmer, Fräulein Christina.
Du mach, dass du hinauskommst. Ich? Ein Flegel, der die Tasche voller Frösche hat, wenn er in die Schule kommt. Das können Sie doch nicht machen, Fräulein Christina. Warum kann ich das nicht machen? Ein Flegel, der die Tasche voller Frösche hat, wenn er in die Schule kommt. Und einmal kam er auf einer Kuh in die Schule geritten. Aber Fräulein Christina, er ist Bürgermeister. Bürgermeister oder nicht, hinaus! Oder ich gerbe dir das Fell, dass dir Hören und Sehen vergehen. Los, hinaus! Ich hab's euch ja gesagt, ich habe es zu toll getrieben. Und lass dich nie mehr bei mir sehen. Ich schmeiß dich raus, auch wenn du Erziehungsminister werden solltest. Guten Abend, Fräulein Christina. Pepone ist ein Esel. Pepone hat mir das in die Druckerei gebracht. 20 Plakate will er davon haben. Hören Sie sich bloß mal diesen Quatsch an. Ich warne zum letzten Mal. Gestern Abend hat eine anonyme Hand wieder beleidigende Äußerungen auf die Bekanntmachungen geschmiert. Diesem feigen Schmierfinken möchte ich Folgendes sagen. Wenn er nicht aufhört, wird der Tag kommen, wo es zu spät ist. Meine Geduld ist kein Drahtseil. Bürgermeister und Bezirkssekretär Giuseppe Potazzi, genannt Pepone. Anonyme Hand? Ist ja fürchterlich. Was ist denn da los? Weißt du etwas? Das wissen Sie nicht. Jedes Mal, wenn eine Bekanntmachung erscheint, die von Fehlern wimmelt, da steht am nächsten Morgen drüber geschrieben, Pepone ist ein Esel. Pepone ist ein Esel? Trifft ziemlich genau die Wahrheit. Und wenn man ein Esel ist, darf man eben nichts publizieren. Sonst merken es alle, dass man ein Esel ist. Nicht wahr, Balkin? Sehr richtig. Alle machen sich über ihn lustig. Und daraufhin noch mehr. Jetzt muss ich aber wieder zurück. Er braucht doch seine Plakate. Morgen früh will er sie haben. Auf Wiedersehen, Herr Auf Wiedersehen, Balkin. Pepone ist ein Esel. Und du, Don Camillo, was bist du? Was ich? Was soll ich darauf sagen, Herr? Sag mal, bist du nicht gestern Abend, als du dir neue Zigarren holtest, obwohl du noch welche hattest, einen Augenblick vor den Bekanntmachungen stehen geblieben und hast sie gelesen? Nicht gelesen. Ich habe nur einen Blick darauf geworfen. Und ist dir nichts Besonderes aufgefallen, als du davor standest? Nein, ich versichere dir, dass mir absolut nichts Besonderes... Oh, entschuldige mich bitte. Ich werde im Pfarrhaus erwartet. Bleib hier, Don Camillo. Du hast also nichts bemerkt, als du stehen bliebst. Und als du weitergingst? Wenn ich scharf nachdenke, da war doch, als ich wieder wegging, auf die Bekanntmachung etwas mit Rotstift geschrieben. Oben in die Ecke, rechts. Aber ich muss jetzt wirklich gehen. Schämst du dich nicht? Du machst dich über jemanden lustig, weil er nur die Volksschule besucht hat und du zufällig 3 Worte Latein kannst. Der ganze Ort lacht ihn jetzt aus. Hörst du? Ja, hör nur, das hast du angerichtet. Ja, das habe ich nicht gewollt. Was soll ich denn machen? Wer gesündigt hat, soll Buße tun. Heilige Jungfrau, hilf. Non immischiare nei tuoi affari chi non c'entra, capito? Voi sempre vostra madre. Don Camillo. Ja, ich will Buße tun, Herr. Siehst du, eine halbe Zigarre. Du weißt, dass ich mir diese Woche keine mehr kaufen kann. Sieh an, was ich mit ihr mache. Sehr gut, Camillo. Ich nehme deine Buße an. Aber wirf auch die Reste deiner Zigarre fort. Sonst rauchst du sie womöglich in der Pfeife. Guten Abend, Herr Pfarrer. Guten Abend, Herr Bürgermeister. Ich komme nicht als Bürgermeister, sondern als Christ. Ich möchte beichten. Gott sei mit dir, mein Sohn. Du brauchst seine Verzeihung notwendiger als jeder von uns. Also wann hast du zum letzten Mal gebeichtet? Ungefähr 1920. 1920. Wenn ich mir vorstelle, was du in einer Woche verbrichst, was du da alles zu beichten hast. Ja, es reicht. Komm, mein Sohn. Pepone hat seinen Sündensack, der nicht sehr schwer ist, schnell ausgeschüttet. Doch die Sünde, die am schwersten zu beichten ist, hat er sich bis zuletzt aufgehoben. Der Mann, der sie vor 2 Monaten an der Ecke verprügelt hat, mit einem Stock verprügelt hat, der Mann war ich.
Das warst du, mein Sohn. Ja, das war ich. Und zwar mit einem Eichenknüppel. Ganz frisch geschnitten. Zehn Ave Maria. Eccote absolvo applicatis tuis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Jesus, ich zermalme ihn. Das kommt nicht in Frage. Ich habe ihm vergeben, du musst ihm auch vergeben. Herr, denke an meine Verdienste und lass mich diese Kerze auf seinem Schädel zerschlagen. Was kann ihm da schon groß passieren? Nein, deine Hände sind zum Segnen da, nicht zum Prügeln. Du sprachst nur von meinen Händen. Aber die Füße? Schön. Wir beide sind quitt. Schwammdollar. Aber ich habe nicht alles gebeichtet. Was? Und ich habe dir die Absolution gegeben. Du bist ein Betrüger. Och, ich habe eigentlich keine Sünden verschwiegen. Es handelt sich mehr um kleine Fehler. Und Sie sind doch verpflichtet, mich vor Fehlern zu bewahren. Das ist meine Pflicht. Schön. Also passen Sie auf. Bürger. Bürger. Jetzt, wo es sich um die Festigung unseres allmächtigen Wahlsieges handelt, jetzt, wo... Jesus, ich kann nicht mehr für meine Taten einstehen. Aber ich tue deine Pflicht. Du kannst nicht verlangen, dass ich für die Revolution arbeite. Es geht um Rechtschreibung und Grammatik. Beide haben nichts mit der Politik zu tun. Schön. Also komm mit und zeig mir deine Dichtung. So. Sehr schön. Nur hier ist etwas, was ich nicht begreife. Da, wo ich geschrieben habe, wir haben die Absicht, das zu klein gewordene Schulhaus zu vergrößern, steht bei Ihnen, wir haben die Absicht, das zu klein gewordene Schulhaus zu vergrößern und den Glockenstuhl der Kirche zu erneuern. Wieso? Das hört sich stilistisch besser an. Ah. Sie haben Glück, Ihre Glocken, dass Sie so ein Köpfchen haben. Zu schade. Damit schwindet unsere Hoffnung, dass Sie Ihnen mal auf den Kopf fallen könnten. Der Mensch soll sich vor dem Willen Gottes beugen. Auf dein Wohl. Sie Heuchler. Übrigens, dieser Kerl, na, du weißt schon, der immer deine Bekanntmachung bekritzelt. Ich glaube, ich kenne ihn. Ich werde mal ein paar Worte mit ihm sprechen. Das wäre nicht schlecht. Und sagen Sie ihm vielleicht, dass ich für ihn was aufgehoben habe. Den Eichenknüppel. Gute Nacht, Herr Pfarrer. Gute Nacht, Herr Bürgermeister. Und geht es mit dem Volkshaus schon vorwärts? Ja, es macht sich. Dabei hat er nicht mal das Geld für einen Stein zusammen. Wo hast du die Zigarre her, Camillo? Pepone hat doch noch zwei. Ich habe es natürlich so gemacht, dass er nichts davon gemerkt hat. Außerdem ist er ja für Aufteilung des privaten Besitzes. Don Camillo träumt seinen Lieblingstraum. Von einem Kinderdorf mit Spielplatz und Sportgelände, mit Schaukeln und einer Reitbahn und vielleicht sogar einem kleinen Schwimmbad. Hey, der Herr Bürgermeister bittet den Herrn Pfarrer, bei der öffentlichen Kundgebung der Gemeinde als Gast zu erscheinen, die morgen um 11:30 Uhr auf dem Freiheitsplatz stattfindet. Das wär's. Was wird denn da gefeiert? Keine Ahnung, Herr Pfarrer. Ich komme nicht. Sagen Sie dem Bürgermeister, dass mir die Zeit zu kostbar ist, als dass ich mir noch mal seine Tiraden über die Reaktion anhören könnte. Ich kenne sie auswendig. Die Sache hat nichts mit Politik zu tun. Er hat ausdrücklich gesagt, wir feiern was Soziales. Und wer nicht kommt, beweist, dass er ein Feind der Demokratie ist. Wenn es so ist, komme ich natürlich. Ach, er hat noch gesagt, Sie sollen in Uniform kommen und mit Ihrem Werkzeug. Werkzeug? Naja, Weihwasser und Wedel, was man eben so zum Segnen braucht. Eine Kundgebung für etwas Soziales?
Genossen und Mitbürger. Ich bin glücklich, den Grundstein legen zu können für unser Volkshaus, das bald das Herz unserer Gemeinde schmücken wird, als Symbol unseres unbeugsamen Tatendranges und des sozialen Fortschritts. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit coelum et terram. Dominus vobiscum. Et cum sua tutuo. Oremus. Deus minarius. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Unser hochverehrter Herr Pfarrer hat uns die Ehre erweisen, ein paar Worte zu sprechen. Liebe Freunde, ich wünschte, ich könnte das ausdrücken, was ich fühle und was ich empfinde. Freude, die man mir damit gemacht hat, dass man mich zu dieser Feier gebeten hat. Vielen Dank. Don Camillo hat nicht mehr ruhig schlafen können. Wo hat Pepone das Geld her? Über Nacht ist ihm ein Verdacht gekommen. Und am nächsten Morgen? Haben diese Füße die Ehre, zum Herrn Bürgermeister zu gehören? Leute, die nicht arbeiten, müssen auch noch andere bei der Arbeit stören. Ich wollte dich nur zu deinem großen Erfolg beglückwünschen. Gestern war das nicht möglich. Bei so einer offiziellen Feier kann man doch nicht sagen, was man fühlt oder was man denkt. Ach, wir haben es doch so gemerkt. Wirklich, mein Sohn? Hast du dir schon überlegt, was der Bau dieses Volkshauses kosten wird? Er wird sehr teuer werden. Es gibt Nebenkosten, an die du noch nicht gedacht hast. Was ist denn mit Ihnen? Sind Sie vielleicht krank? Es geht mir blendend. Ich möchte dich nur an etwas erinnern. Damals im Krieg, im Wald von Castigliano, bei den Partisanen. Du warst doch auch beim Überfall dabei. Als wir kamen, floh der Fahrer in den Wald. In dem Wagen war die ganze Divisionskasse der Faschisten. 10 Millionen. Und weißt du noch? Am nächsten Morgen haben wir den Genossen Brusco und den Genossen Smilzo mit den 10 Millionen zum Stab geschickt, damit sie dort das Geld abgeben. Die Ernsten. Weißt du noch, wie sie zurückkamen? Und was sie erzählten? In che stato? 3 Sturmgeschütze seien plötzlich aufgetaucht. Wagen und Geld. Hätten sie einfach stehen lassen müssen. Was wollen Sie damit sagen? Nichts. Ich träumte nur damals, es seien keine Sturmgeschütze gewesen. Und die 10 Millionen seien vielleicht in eine Parteikasse gewandert. Es ist immer dasselbe mit Ihnen. Sie wollen uns in den Dreck ziehen. Schrei nicht so, das gibt eine Stimmbandlähmung. Du wirst alt, Pepone. Dein Gedächtnis fängt an, ein bisschen schwach zu werden. Hier ist eine Aufstellung und eine Empfangsbescheinigung. Wir haben damals den Wagen mit den 10 Millionen in Verwahrung genommen. Aber das Geld soll wieder dem Volke zufließen. Wir haben für uns nichts behalten. Und wenn jemand daran zweifeln sollte, wir wissen, wie wir mit ihm fertig werden. Ich auch. Hier ist wohl nicht der richtige Ort, um zu diskutieren. Das meine ich auch. Umso mehr, als wir uns ja einig sind. 10 Millionen sollen dem Volk zufließen. Das heißt, 7 Millionen bekommt euer Haus des Volkes und 3 Millionen bekommt mein Kindergarten des Volkes. Lasset die Kindlein zu mir kommen. 7 Millionen plus 3 Millionen, das macht 10 Millionen. Ich glaube, bescheidener kann man nicht sein. Nun kann auch Don Camillo an eine Grundsteinlegung denken. Auf dem Marktplatz haben sich die Arbeitslosen versammelt. Die wenigen Betriebe des Ortes können nicht alle Arbeiter beschäftigen. Und die Trockenheit hat das Elend nur noch verschlimmert. Die Arbeitslosen erwarten, dass der Bürgermeister ihnen Arbeit beschafft. Pepone hat die Grundbesitzer und reichen Bauern zum Gemeindeamt bestellt. Aber die verschanzen sich hinter den Gesetzen. Wenn es wirklich so schlecht steht, was haben Sie denn damit zu tun? Wenn wir die Brücke endlich bauen lassen,
wenn wir das Bewässerungssystem in Angriff nehmen und den Kanal, dann haben wir genug Arbeit für jedermann. Aber die Gemeinde hat nicht genug Geld. Darum habe ich Folgendes beschlossen. Sondersteuer von 1000 Lire pro Hektar Land. Damit finanzieren wir die Arbeiten. Entweder Sie stimmen zu, oder Sie bekommen es mit denen zu tun, die hungern und nach Arbeit schreien. 1000 Lire pro Hektar? Das ist eine Menge Geld. Der alte Filotti hätte 200.000 Lire zu zahlen. Und als er sich weigert, lehnen auch die anderen Grundbesitzer ab. Da Sie also nicht wollen, rufen wir die Landarbeiterschaft zum Streik auf. Sie werden sich wundern, wie Ihre Felder bestellt werden. Und auf allen Gütern und Bauernhöfen wird die Arbeit eingestellt. Am 3. Tage des Streiks kann man die Kühe Filottis kilometerweit brüllen hören. Die Streikposten wollen nicht zulassen, dass die Tiere gefüttert und gemolken werden. Hey! Wo willst du denn hin? Wohin ich will, zu meinen Kühen. Wir brauchen nämlich Milch. Ist das etwa auch verboten? Gib dir keine Mühe. Die Streikposten lassen auch dich nicht passieren. Ja, ja, auf solche Erfolge kann man stolz sein. Hörst du sie? Die Kühe brüllen vor Schmerzen. Die Euter werden hart sein wie Stein von der Milch, die sich in 2 Tagen ansammelt. Schämt ihr euch nicht? Es gibt Frauen im Ort, die ihren Kindern keine Milch kaufen können, weil ihre Männer schon seit Monaten arbeitslos sind. Das Kind von Castaldi musste wegen Unterernährung ins Krankenhaus. Das ist aber nicht das Einzige. Was bleibt ihnen anderes übrig? Sollen die Kühe krepieren, wenn die Menschen nicht leben können? Mariolino, credi tu che in qualche parte del mondo ci sia un posto dove si possa stare tranquilli senza odiarsi? Dovrebbe esistere. Questo è certo. Altrimenti non varrebbe la pena di vivere. Hey! Hey! Was ist denn mit dir los? Hey! Stehen bleiben! Keinen Schritt weiter! Sachte, Freundchen, ein bisschen vorsichtig mit dem Ding da. Es ist verboten, den Hof zu betreten. Ich muss in den Stall. Hörst du die Schecke? Hörst du nicht, dass sie mich braucht? Die will doch kalben und nun brüllt sie nach mir. Wenn ich nicht helfe, krepiert sie bestimmt. Ich weiß doch, dass sie heute kalben muss. Na los, lass mich schon durch. Die kleine Anna war bei mir und hat mir erzählt, dass bei Bijotti der Most verdorben ist. Ich sage Ihnen, es stimmt. Brusco hat es meinem Mann erzählt. Pepone hat heute Morgen aus der Stadt Verstärkung bestellt. Die Streikposten sollen verdoppelt werden. Mit Maschinengewehren wollen die Kerle anrücken. Nicht mal den alten Mann wollten sie reinlassen. Mariolino hat mit dem Gewehr auf seinen Kopf gezielt. Auf wen? Auf Giacomo, der alte Knecht von Filotti. Die Schecke soll heute ein Kalb kriegen. Die krepiert natürlich und alle anderen auch. Solche heute haben sie keinen Halm im Bauch. Oh! Wie weit soll das noch gehen, lieber Gott? Die Banditen! Gott verdamme sie! In der Hölle sollen sie braten! Seid still! Ihr seid verrückt! Schuld sind die Großgrundbesitzer, weil sie Egoisten sind. Filotti und Kumpane. Gott wird sie in die tiefste Hölle verdammen. Verzeih mir, oh Herr. Ich glaube, ich bin in Wut geraten. Ich weiß natürlich, dass du auch mit diesen Sündern Mitleid hast. Aber man kann doch die Kühe nicht krepieren lassen. Oh! Herr, gibt, dass auf der anderen Seite kein Posten steht und mir seinen Stiefel in die Visage knallt. Halt, wer da! Halt oder ich schieße! Achtung, Pepone, ich kann auch schießen. Natürlich, Sie haben bei der ganzen Sache noch gefehlt. Hätte mich auch sehr gewundert. Gefällt dir die Musik?
Wenn Sie krepiert sind, hast du noch ein paar Arbeitslose mehr. Das weiß ich selber. Das ist ja das Verdammte auf dem Lande. In der Stadt macht man die Fabriken zu und streikt. Maschinen muss man nicht melden. Aber wenn eine Kuh erst tot ist, kann man sie nicht mehr anlassen. Stehen bleiben. Wenn Sie nicht stehen bleiben, mache ich ein Sieb aus Ihnen. Pepone ist zwar stur wie ein Walross, aber er schießt nicht auf einen armen Priester, der nur Gottes Befehl nachkommt. Aber so seien Sie doch vernünftig. Halt! Wer da? Hör auf mit deinem Wer da. Ich bin's, Pepone. Mach deine Runde um die Molkerei, dann wirst du wieder munter. Nein, 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 nein! Der schönste Kuhstall weit und breit soll ein Friedhof werden. Los, komm mal rein. Sehen Sie dich noch. Los. Na los. Komm doch. Geh zur Schenke, die braucht mich am nötigsten. Und du wirfst Heu herunter. Und zu trinken müssen wir ihnen auch geben. Nein! Nein, nein, doch! Sie arbeiten wie die Pferde. Und als sie fertig sind, müssen warten, bis es Nacht wird. Ich habe einen Hunger, dass ich einen Bischof verschlingen könnte. Die Herren sind schwer verdaulich. Zum Wohl. Man hört sie ja gar nicht mehr brüllen. Inzwischen sind sie wohl alle krepiert. Das wird wohl so sein. Sie sind wohl alle krepiert. Hey, du! Fahr in die Stadt und bring 50 Liter Desinfektionsmittel. Jawohl. Und wenn alles zum Teufel geht, ich gebe nicht nach. Die Geduld der Hungernden hat über den Egoismus der Satten gesiegt. Der Streik ist beendet. Die Verstärkung aus dem Nachbarort trifft erst ein, als alles vorüber ist. Hey, du Streik, du! Du Streikbrecher, willst du nach Hause gehen? Und da es sehr heiß ist und sie nichts anderes vorhaben, Da sieh mal! Ein Pfaff auf einem Rad! Achtung, das Hinterrad dreht sich! Gib mal ein bisschen Gas, Herr Pfarrer! Herr, du wirst mir verzeihen, wenn ich meine Fahrt einen Augenblick unterbreche. Seht mal, da kommt er schon wieder. Der hat doch was vergessen. Na, machen wir eine kleine Ehrenrunde hier, was? Die 6-Tage-Fahrt ist schon beendet. Oh, Gesandter Gottes auf Erden. Ich weiß, dass die
der Stadt sich schlecht benommen haben. Aber er hat 15 niedergeschlagen. 15. Sie werden einsehen, dass ein solcher Mensch für unseren Ort nicht tragbar ist. Das ist kein Priester mehr, das ist eine Dampfwalze. Hm? Ja, ich verstehe vollkommen. Er ist eine Gefahr für Ihren Ort, nicht wahr? Ich werde ihn in eine andere Pfarrei versetzen. Ich sehe ein, dass ich mich dazu entschließen muss. Entschuldigen Sie mich. Es ist das Beste, ich schicke Ihnen Don Pietro als neuen Pfarrer. Don Pietro? Ja, den jungen Priester, mit dem ich eben sprach. Mit dem werden Sie keinen Ärger haben. Diese halbe Portion? Herr Bürgermeister. Entschuldigen Sie, Monsignore, wenn ich diesem kleinen Chorknaben eine Backpfeife gebe, fliegt er 20 Meter weit weg. Aber wenn ich Don Camillo eine verabreiche, rührt er sich nicht vom Fleck. Aber warum wollen Sie ihm denn eine Ohrfeige geben? So ein Pfarrbürschlein ist vielleicht was für ein Kloster. Wenn der durch die Straßen läuft, sieht er aus wie eine Kleiderpuppe, der man aus Versehen eine Soutane angezogen hat. Man beurteilt doch niemals den Wert eines Priesters nach Größe oder Gewicht. Nein, Monsignore, wir sind keine Menschenfresser. Aber das Auge will doch schließlich auch was haben. Ja, das wollen wir sagen. Was redest du? Sei still. Wir wollten Ihnen nicht etwa sagen, dass Sie uns den Don Camillo wegnehmen sollten. Wir haben nur gedacht, dass Sie ihn vielleicht an seine eigentlichen Pflichten erinnern, dass er sich nicht mehr um Politik kümmert und niemanden mehr zu Brei schlägt. Also ihm ordentlich den Kopf waschen. Ich bin jetzt auch vollkommen überzeugt, dass sie eine Zurechtweisung verdient hat. Haben Sie Dank, Monsignore. Wie man mir sagt, begnügst du dich nicht nur mit Stühlen, um dich zu schlagen. Du nimmst auch schon Tische. Auch ich werde manchmal schwach, Monsignore. Ich weiß über alles Bescheid. Aber ein Priester soll Liebe und Sanftmut um sich verbreiten. Er soll nicht den Kraftmenschen spielen oder gar Tischplatten auf andere werfen. Eine Schande. Du wirst mir doch nicht einreden wollen, dass du allein warst. Es war ein geplanter Überfall. Eine politische Aktion. Ein Einzelner kann doch nicht 15 Mann zu Boden strecken. Monsignore, ich schwöre Ihnen, ich war allein. Zugegeben, der Tisch fiel etwas unglücklich. Wissen Sie, er war ungefähr wie der da. So wie der? Ja. So. Heb ihn hoch. Los. Heb ihn hoch. Einen besseren Beweis kannst du nicht erbringen. Es wird sich gleich herausstellen, ob du gelogen hast. Ja, los. Zeig, was du kannst. Wie bitte? Zeig doch! Eins muss ich dir sagen, mein armer Camillo. Bischof wirst du nie werden. Monsignore, was ist denn passiert? Sind Sie verletzt? Nein, beruhigen Sie sich. Es ist nichts. Es ist wirklich nichts. Ich war's. Don Camillo hat mich in Wut gebracht. Da habe ich die Geduld verloren. Diesmal wird ihm noch verziehen. Und der Bischof verspricht ihm sogar, zur Einweihung des Kinderdorfes zu kommen. Inzwischen ist das Volkshaus langsam in die Höhe gewachsen. Suchen Sie etwas Bestimmtes, Herr Pfarrer? Nein, ich kam nur zufällig vorbei. Es scheint mir etwas langsam in die Höhe zu gehen. Das ist ja ein Haus und kein Luftballon. Ich eröffne bereits in 3 Wochen. Was eröffnen Sie? Den Kindergarten. Das Planschbecken ist ja noch nicht mal ausgeschachtet. Also du treibst Spionage. Ich stelle nur fest, was ist. Dann wirst du festgestellt haben, dass der Fußballplatz fertig ist. Und den weihe ich ein. Die machen wohl Einweihung auf Raten. Du hast es nötig. Du mit deinem Luftballon. Sei nicht gleich eingeschnappt, Herr Bürgermeister. Es soll auch keine übliche Einweihung werden. Wollen wir nicht den Platz durch einen Fußballkampf einweihen? Dein Verein Dynamo gegen mein Verein Eintracht. Wollen Sie Ihren Platz mit einer Niederlage einweihen? Also, einverstanden? Jawohl. Nun lassen Sie aber Ihre Marienkinder hübsch trainieren. Kommst du am Sonntag zur Prozession, Bürgermeister? Natürlich. Ich habe noch nie bei der Flusssegnung gefehlt. Die Ortsgruppe wird vollzählig erscheinen. An der Spitze ich mit der Fahne. Fahne? Doch nicht mit eurer. Warum denn nicht? Sticht Ihnen die Farbe in die Augen? Nein, aber es ist eine politische Fahne. Wir haben eine Prozession und keinen Aufmarsch. Hier geht es um Religion. Entweder ohne Fahne oder gar nicht. Was Sie betreiben, ist Diktatur. Aber ich kann Ihnen ja mal beweisen, wer hier diktiert. Nicht so heftig.
Denn sonst demolierst du dein Haus, bevor es gebaut ist. In seiner Wut, dass er die Fahne nicht mitführen darf, beschließt Pepone, die Prozession zu verhindern. Er hat im ganzen Ort verbreitet, dass jeder, der seine Haut lieb hat, nicht daran teilnehmen soll. Die sind im Stand und werfen Bomben auf uns. Wollen wir die Prozession nicht verschieben, bis die Polizei kommt? Mir haben sie nichts gesagt und Gerüchte interessieren mich. Ich halte es doch für besser, wieder nach Hause zu gehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Pfarrer. Zieht euch wieder um und geht nach Hause. Das wird heute kein Fest für Kinder. Also gehen wir. Der Fluss muss in der strahlenden Sonne herrlich aussehen. Ich freue mich. Also gehen wir, Herr. Wenn es etwas leichter wäre, würde es auch nicht schaden. Wem sagst du das? Ich musste es bis hinauf nach Golgatha tragen. Und ich hatte nicht deine Statur. Mach, dass du wegkommst. Lass ihn. Dann kann Pepone wenigstens nicht sagen, nicht mal ein Hund wäre bei der Prozession gewesen. Schlage zu, Jesus, halte dich fest, Vorsicht. Ich mache nicht vor Ihnen Platz, sondern vor ihm. Dann nimm auch deinen Hut ab. Jesus, wenn die paar Gerechten dieses Ortes in Häusern wohnten, die im Wasser schwimmen, würde ich sagen, lass den Fluss über die Ufer treten, lass ihn das Ganze verschlingen, dass kein Stein der Stadt über dem anderen bleibt. Aber leider wohnen die Gerechten in denselben Steinhäusern wie diese großmäuligen Banditen. Und es wäre nicht gerecht, diese Menschen ebenso zu bestrafen wie den Pepone und seine glaubenslosen Genossen. So bitte ich dich, Herr, das Land vor Hochwasser zu beschützen und gib ihm Fruchtbarkeit. Amen. Amen. Sie bitten Christus dafür zu sorgen, dass der Fluss nicht übermütig wird. Denn oft tritt er über die Ufer und verwüstet das Land. Hier, in dieser Niederung, stand einstmals eine Kapelle. Der Fluss hat sie in wenigen Augenblicken mitsamt dem Küster überflutet. Der Küster war Fräulein Christinas Großvater
und an jedem Jahrestag des Unglücks. Sieh mal, wenn du Lehrerin wirst, dann musst du doch eines Tages von Hause fort und kommst in eine ganz andere Gegend. Aber das sage ich dir. Ich komme dir nach und dann heiraten wir. Erst wenn ich Lehrerin bin? Willst du warten, bis ich grau bin? Ich habe immer gedacht, du liebst mich. 2 anni, 100 anni. Tu puoi aspettare, vero? È così che mi ami. Non piangere. Non voglio che tu pianga. E durante tutto questo tempo dobbiamo vederci sempre di nascosto. Wenn dich mal dein Vater, dieser Grobian, erwischt, schlägt er dir den Schädel ein. Dein Großvater ist nicht viel besser. Der würde dich sogar ins Kloster stecken. Aber ich würde dieses Kloster anzünden. So ist's recht. Mit solchen Mitteln kommt man zum Ziel. Oh, Fräulein Christina. Ich bin ja so unglücklich. Ich habe den Eindruck, dass du verrückt bist. Findest du keinen anderen als diesen Klosterbrandstifter? Und du? Du hast wohl zu viel Petroleum in deinem Räuberversteck. Was sollen wir denn machen, Fräulein Christina? Wir lieben uns. Es stimmt schon. Dummheit ist kein Schutz vor Unglück. Helfen Sie uns doch, Fräulein Christina. Hörst du die Glocke? Welche Glocke? Die Glocke der Kapelle. Die Glocke der versunkenen Kapelle. Wenn sie läutet, gibt es ein Unglück. Glaubst du wirklich an so einen Quatsch? Eine zukünftige Lehrerin. Du bist ja noch so rückständig. Selber rückständig. Sagen Sie es ihm, Fräulein Christina, was es für eine Bewandtnis hat, dass es stimmt. 86 in jener Nacht, als der alte Tolli ertrank, hat sie geläutet. Und als 94 die Tochter vom Pächter Pontes ins Wasser ging, hat sie wieder geläutet. Und das letzte Mal, das war im Jahre 1900... Hören Sie? Es donnert. Drüben im Gebirge ist ein Gewitter. Meinst du? Er ist zwar dumm, aber diesmal hat er recht. Was sind denn das für Hosen? Ist das die neueste politische Mode, seinen nackten Schenkel zu zeigen? Das ist mein Fußballdress. Ach du lieber Gott, das Spiel, die warten doch auf mich. Was soll ich denn machen? Auf Wiedersehen, Gina, bis heute Abend, ja? Auf Wiedersehen, Frau Christina. Der Junge ist nicht schlecht. Ich spreche mit seinem Vater und gehe auch mal zu deinem Großvater. Und wenn sie sich weigern, dann wasche ich beiden gehörig den Kopf. Werd sie ihnen schon zeigen, den alten Idioten. Woher kommst du? Ich. Halt's Maul! Quatsch nicht so viel vom Spiel! Aufstellen! Ich habe euch nur eins zu sagen. Nur eins. Ihr spielt gegen eine Mannschaft der Reaktion. Ihr müsst sie besiegen. Oder ich zerreiße euch alle in der Luft. Verstanden? Also, liebe Kinder, hört bitte mal zu. Ich beschimpfe euch nicht, ich möchte euch nur was verraten. Wenn unter euch so ein Lump sein sollte, der die Absicht hat, nicht bis zum letzten Blutstropfen zu kämpfen, dem schlage ich sämtliche Zähne ein und das Nasenbein. Verstanden? Zu. Ich bin politisch völlig neutral. Ich bin ein unpolitischer Mensch. Schon von Geburt an. Für mich gibt es nur eins: Unparteilichkeit. Und so möchte ich, dass es auch heute für euch nur eins, nämlich Sport. Wir betreiben hier keinen Wahlkampf. Auf die Plätze!
c'è corruzione, vinciamo noi. Di dove vieni? Dalla zia Maria. Bis zur Halbzeit hat es auf dem Platz noch keine Toten gegeben. Und unter den Zuschauern auch nicht. Die Mannschaft Camillos liegt 2:1 in Führung. Wenn du in den ersten 5 Minuten der zweiten Halbzeit kein Tor schießt, kriegst du so in die Fresse, dass du nicht mehr aufstehen kannst. Verstanden? Wenige Minuten vor Schluss steht das Spiel noch immer unentschieden. Warum hast du mich so im Stich gelassen? Warum sollte ich auf deiner Seite stehen? 22 Beine gegen 22 Beine. Meine Sorge gilt nicht den Beinen, sondern den Seelen. Und was sagst du zu der schwarzen Seele des Schiedsrichters, der den Elfmeter bestimmt hat, durch den wir verloren haben? Und das Schlimmste, wir hatten keine Schuld. Sie wollen mich umbringen! Sie wollen mich umbringen! Retten Sie mich! Retten Sie mich! Hinaus, oder es passiert ein Unglück. Dieses Haus ist ein heiliges Asyl. Verschwindet, ihr Heiden, ihr Verbrecher, zurück in eure Höhlen. Gott möge euch diese bestialische Sünde verzeihen. Macht das Kreuzzeichen. Wollt ihr wohl? Zwischen euch und diesem Mann steht jetzt das Kreuz, das ihr mit eigenen Händen geschlagen habt. Sich trotzdem an ihm zu vergreifen, ist Sakrileg. Verschwindet. Bisschen Dalli. Und jetzt, mein lieber Vinella, unter uns, im Angesicht Gottes, wirst du nicht lügen. Wie viel hast du von dem Schuft Pepone bekommen? 2500 Lire. Oh, hinaus, du Lump, du widerliches Reptil, du Verräter! Herr, du musst zugeben, dass mein Zorn berechtigt war. 1000 Lire für denselben Dienst geboten? Du merkst aber auch alles. Du hast ihn bestochen, du hast diese Niederlage verdient. Herr, ich nehme die Strafe an.
Aber trotzdem, so eine Mannschaft verlieren zu sehen. So wie sie ist, kann man sie als Nationalelf aufstellen. Glaub mir, sowas zerreißt einem das Herz. Das schreit nach Vergeltung. Camillo. Was willst du? Das verstehst du eben nicht. Sport ist was Besonderes. Man hat's oder man hat's nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich klar genug ausdrücke. Vollkommen klar, mein armer Camillo, ich verstehe dich. Und wie soll denn die Revanche ausfallen? Die Revanche? 5-0. 5-0. Non vedranno nemmeno passare il pallone. Così, allez. Goal! Tage später wird Don Camillo in einer dringenden Sache zum alten Filotti gerufen. Herr Pfarrer, ich brauche Ihren geistlichen Beistand. Setzen Sie sich. Was gibt es denn? Was hat sie denn getan? Ich habe nichts verbrochen. Halt den Mund! Du antwortest nur, wenn man dich fragt. Wie lange geht das schon? Das weiß ich nicht mehr. Als er das Loch in die Mauer gemacht hat, da konnten wir uns beide gerade ins Gesicht sehen. Und da waren wir vielleicht 5 Jahre. Ein Loch in der Mauer? Das soll er mir bezahlen, dieser gemeine Schuft. Oh, ich bitte, beruhigen Sie sich doch. Wen meinen Sie mit dem gemeinen Schuft? Mariolino von der Bruschetta. Dieser Antichrist? Dieser Kretin, der die 2 Tore geschossen hat und meine Mannschaft auf dem Gewissen hat? Dein armer Vater würde sich im Grabe herumdrehen, wenn er erfährt, dass seine Tochter mit einem roten Halunken befreundet ist. Ob rot oder schwarz, ich liebe ihn. Aber das geht wirklich nicht, Filotti. Über die Ohrfeigen ist sie hinaus. Und wenn ich es mir überlege, dieser Mariolino ist, weiß Gott, nicht das Schlimmste. Was haben Sie eben gesagt? Ein Kerl mit einer roten Fahne in einer Horde von Irren? Irre seid ihr selbst. Warum werden sie denn immer mehr? Die Armut treibt sie dahin. Die Not, die ihr verschuldet. Ihr Besitzenden. Fräulein Christina hat es schon immer gesagt, Sie sind ein verkappter Bolschewist. Ich will nichts mehr von Ihnen wissen. Und du geh hinauf in dein Zimmer. Du wirst es nicht eher verlassen, bis du wieder abfährst. Los, los! Als Mariolino nach 2 Wochen noch ohne Lebenszeichen von Gina ist, geht er zu Fräulein Christina, um sie um Hilfe zu bitten. Doch dort hört er, dass das alte Fräulein unter der Last seiner Jahre zusammengebrochen ist. Geht's dir schon besser? Sie wird's wohl nicht mehr schaffen, die Ärmste. Sie hat schon den Herrn Pfarrer rufen lassen. Und mich hat sie zum Bürgermeister geschickt. Zum Bürgermeister Pepone? Was mag sie denn von dem wollen? Sie erwarten sicher, dass ich Ihnen eine Menge schrecklicher Dinge beichte. Sie täuschen sich, Herr Pfarrer. Nicht das ist es. Ich habe Sie rufen lassen, weil ich ohne geheime Vorwürfe und ohne Groll sterben möchte. Und deshalb möchte ich Ihnen Folgendes sagen. Im Jahr 1942 ist Ihr Hund, der Terrier mit dem Stummelschwanz, in meinen kleinen Garten gelaufen und hat mir meine schönsten Geranien zertrampelt. Herr Pfarrer, ich verzeihe Ihnen. Ich verzeihe Ihnen, dass Sie mich einen verkappten Bolschewisten nennen. Danke, aber das ist nicht notwendig. Bei der Sünde kommt es auf die böse Absicht an und ich wollte Sie nicht verletzen. Fräulein Christina, Sie mögen nicht viel auf dem Gewissen haben, aber Sie müssen doch beichten, wenn Sie in den Himmel kommen wollen. Ich komme in den Himmel, das weiß ich genau. Und das ist Hoffart, wenn Sie so sprechen. Kein Sterblicher weiß, ob er in den Himmel kommen wird. Kein Sterblicher. Aber Fräulein Christina, bei Christus selber, mir heute Nacht erschienen ist, um mir zu sagen, dass ich in den Himmel komme. Also hat Fräulein Christina ein Recht, das zu sagen, meinen Sie nicht? Oder wollen Sie es besser wissen als Jesus Christus? Ich verzeih dir all die Frösche und die Molche, die du in die Schule mitgebracht hast. Ich kenne dich ja. Im Herzen bist du nicht böse. Ich werde Gott bitten, dass er dir dein schlimmstes Verbrechen vergibt. Aber ich habe doch nie etwas verbrochen. Du und deinesgleichen haben den König und seine kleinen Kinder auf eine einsame, verlassene Insel geschickt, wo sie elendiglich verhungern. Das ist nicht wahr. Don Camillo, sagen Sie ihr, dass es nicht wahr ist. Das sind bösartige Verdrehungen, keine verlassene Insel. Und Sie werden auch nicht verhungern. Glauben Sie mir, bösartige Verdrehungen. Und wir sind es auch nicht allein gewesen, die ihn weggeschickt haben. Man hat abgestimmt und es waren mehr Stimmen gegen ihn als für ihn, nicht wahr? Und da hat man ihn abgesetzt. So geht es eben zu in einer Demokratie. Die Demokratie. Einen König kann man nicht absetzen. Bürgermeister, hör zu. Ich verkünde dir jetzt mein Testament. Ich bin eine arme Frau. Die Möbel gehören mir nicht. Das bisschen, das ich zum Anziehen habe, schenk denen, die noch weniger haben. Die Bücher sollst du bekommen, weil du sie am nötigsten brauchst. Die unregelmäßigen Zeitwörter, man kann sie nicht oft genug wiederholen. Jawohl, Fräulein. Und ich will ein Begräbnis ohne Musik, weil ein Begräbnis eine ernste Sache ist. Und ich will, dass der Sarg durch die Straßen getragen wird, wie in den zivilisierten Zeiten. Und auf dem Sarg will ich eine Fahne. Jawohl, Fräulein. Meine Fahne. Die Fahne, die dort hinten hängt, an der Wand. Du kennst sie doch. Die Fahne mit dem Wappen des Königs. Jawohl, Fräulein.
Gott wird dich dafür segnen, mein Sohn. Auch wenn du ein Bolschewist bist. Aber ich glaube, dass ich noch was anderes zu regeln habe. Gina und Mariolina. Vater, quei ragazzi. Ich komme nicht mehr dazu. Gott wird sich ihrer annehmen. Also, ihr wisst jetzt, was Ihr letzter Wille war. Und da wir in einer Republik und Demokratie leben, bitte ich die Vertreter der Mehrheitsparteien, ihre Meinung dazu zu äußern. Den Reaktionären rate ich, sich nicht zu äußern. Wir wissen, was für ein Triumph es für sie wäre, wenn man auf diesem Begräbnis die Königshymne spielt. Es ist für uns unmöglich, wegen einer Toten die vielen Toten zu beleidigen, die sich für uns geopfert haben, damit wir jetzt in einer Republik leben können. Ich bin dagegen, dass die königliche Fahne bei ihrer Beerdigung gezeigt wird. Die Zeiten für derartige Gefühlsduseleien sind endgültig vorbei. Endgültig vorbei. Wenn sie mit der Königsfahne beerdigt sein will, hätte sie früher sterben müssen. Ich kann mich nicht dem Zynismus anschließen, mit dem man die Erinnerung an eine Tote beschmutzt, die uns allen sehr teuer war. Trotzdem, meine Herren, wenn wir den letzten Willen der Toten respektieren, müssen wir mit der Möglichkeit rechnen, dass sehr viele dies als Provokation empfinden. Deshalb bin ich als Oppositionsvertreter auch gegen diese Fahne. Wie ist die Meinung des Herrn Pfarrer? Der Herr Pfarrer erlaubt sich zu warten, bis der verehrte Bürgermeister gesprochen hat. Als Bürgermeister stimme ich dem Beschluss des Gemeinderates zu. Aber in dieser Gemeinde bestimmt nicht der Bürgermeister, was gemacht wird, sondern die kommunistische Partei. Und als Chef dieser Partei möchte ich euch sagen, dass ich mich einen Dreck um eure Beschlüsse kümmere. Fräulein Christina soll die Fahne haben, die sie sich gewünscht hat. Ich respektiere den Willen der Toten mehr als die Meinung von euch Lebenden. Wer etwas dagegen haben sollte, den schmeiße ich zum Fenster raus. Hat der Herr Pfarrer uns noch etwas zu sagen? Ich beuge mich der Gewalt. So sind die Leute dieses Landes. Sie sind schnell dabei, einen Gegner durch Fußtritte zu überzeugen, dass er im Unrecht ist. Aber sie achten wenigstens die Toten. Herein. Gina? Was willst du so spät? Ich möchte heiraten. Heiraten? Dazu gehören zwei. Wir sind zwei. Was willst du hier, du Agenta, komm in Form? Habe ich dir nicht gesagt, dass er ein politischer Giftzahn ist, den man rausreißen muss? Nein, nein, bleib noch. Was ist denn das? Seine Familie ist über ihn hergefallen, als sie ihn überraschten, wie er mir ein Zeichen geben wollte. Diese gemeinen Bolschewisten. Sind deine Leute vielleicht Engel? Sie haben sie windelweich geschlagen. Eure ganze Familie besteht nur aus Heuchlern und Verrätern. Ihr auf der Bruschetta seid gottlose Räuber und Mörder. Wenn du mein Mann wärst, würde ich dir die Augen auskratzen. Und wenn ich dein Mann wäre, hätte ich dir schon längst eine geklebt. Jetzt aber Schluss, oder ich werde euch beiden eine Lektion erteilen. Der Herr Pfarrer will mich schlagen. Er will mich schlagen. Großvater will mich schlagen. Die ganze Welt will mich schlagen. Lieber Gott, was habe ich denn getan? Beruhige dich, Kind, und sag mir endlich, was ihr wirklich wollt. Wir wollen heiraten, und zwar sofort. Bist du verrückt? Und das Aufgebot? Sie ist nicht volljährig und braucht die Einwilligung des Vormunds. So einfach ist das nicht mit der Heirat. Wenn uns die Eltern erwischen, erschlagen sie uns. Habt doch ein bisschen Geduld. Ihr könntet bis morgen warten. Vielleicht fällt mir bis dahin was ein. Warum trauen Sie uns denn nicht sofort? Aber das ist unmöglich. Warum habt ihr so eilig? Es stirbt doch keiner. Es stirbt keiner? Wer weiß.
Zum Teufel, ich möchte wissen, warum ihr ausgerechnet um 10 Uhr abends heiraten wollt. Wir können nicht fort, bevor sie nicht meine Frau ist. Wenn wir verheiratet sind, dann in den Zug und adieu. Ich verstehe dich, aber es ist beim besten Willen nicht möglich. Wozu sind Sie denn Bürgermeister? Du bist minderjährig. Du unterstehst einem Vormund. Ihre Leute und meine schlagen uns gemeinsam tot. Ach. Vorschrift ist Vorschrift. Es gibt vielleicht ein Mittel. Aber bis morgen früh müssen wir warten. Ich muss erst ins Amt gehen. Und die Nacht über bleibt ihr hier. Mariolino schläft in der Garage. Gute Nacht, Papa. Und Gina, du schläfst Gute Nacht, Papa. Gute Nacht, Papa. bei Mutti. Ich kann nicht außerhalb schlafen, wenn ich nicht verheiratet bin. Sonst müssen wir eben auf eine andere Weise unsere Hochzeit feiern. Ihr werdet schon die Glocke läuten hören. Noch heute Nacht. Hier hat wohl ein Vogel. Deiner ist nicht viel kleiner. Ach, diese Männer, ist doch einer wie der andere. Hast du nichts bemerkt? Nein. Dass die beiden im Begriff sind, eine Dummheit zu machen. Oh, ich vermute, die haben sie schon längst hinter sich. Wäre auch nicht das Schlimmste. Aber die beiden wissen doch nicht mehr, was sie tun. Die sind so weit, dass sie ins Wasser gehen. Was meinst du denn, was das heißen sollte? Ihr werdet schon die Glocke läuten hören. Die Glocke? Welche Glocke? Meinst du, die versungene Kapelle? Glaubst du, die könnten... Oh, ach du lieber Gott, diese dummen Kinder. Wenn ich die erwische, denen werde ich vielleicht was zeigen. Sie sollen die Glocke läuten hören. Verflucht sollen sie alle zusammen sein. Sei still, wenn es ans Sterben geht, soll man nicht fluchen. Sie bringt sich um. Sie bringt sich um, ich weiß es. Ich wusste es, als ich diesen Brief las. Hier steht es. Entweder wir heiraten oder wir gehen in den Tod, meine arme Gina. Wir müssen sie finden, wir müssen sie finden. Fleh sie an, tun Sie was. Gina und Mariolino sind unten am Wasser. Ja, Sturmglocken läuten lassen. Wir brauchen Leute mit Laternen. Ich gehe durch den Wald und ziehe am Wasser entlang. Schnell! Heilige Maria, beschütze Sie. Wenn ein Unglück geschieht, wird Gott es Ihnen nie verzeihen. Weder Ihnen noch Mariolinos Eltern. Sie hätten sie doch trauen können. Und du? Ein Oremus hätte genügt. Und du? Und Sie? Hört mich an! Am Sonntag wird das Aufgebot verlesen. Und ich schlage euch windelweich, wenn ihr nicht wollt. Sie haben mir gar nichts zu sagen. Sie sind hier nicht in der Kirche. Ach, euer Streit wird heute geschlichtet, und zwar ein für alle Mal. Ihr wollt euch schlagen? Ja. Dann nutzt es aus. Es ist das letzte Mal. Und ihr Frauen beratet schon heute übers Brautkleid. Der Bischof selbst wird euch trauen. Der Bischof? Ja, der Bischof. Da bist du platt, du Bolschewist. Also jetzt nach Haus. Ich möchte nämlich schlafen gehen. Welch komischer Zufall. Ich bin nur gekommen, um Ihnen etwas zu sagen. Sieh mal da drüben, wie er sich versteckt. Wer denn? Das war doch dein Freund, Smilzo. Was wollte er denn hier mit einem Pinsel? Hat er etwa die Absicht, meine Mauer zu verzieren? Ich persönlich lehne diese Propagandamethoden ab. Das weiß ich doch, Herr Bürgermeister. Na, Sie wittern in jedem Menschen einen Feind. Ich wollte Ihnen sagen... Aber treten Sie ein. Ich bin zwar ein bisschen beschäftigt, aber Sie stören mich nicht. Schon die Weihnachtskrippe? Aha, die Zeit vergeht schneller, als man glaubt. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass Sie eigentlich gar kein übler Bursche sind. Vielen Dank. Hilf mir doch ein bisschen, da liegt ein Pinsel. Bin doch kein Ministrant. Den Kindergarten zu Ginas Hochzeit einzuweihen, ist eine ziemliche Schweinerei von Ihnen. Warum? Da der Bischof persönlich zur Trauung kommt, lag doch der Gedanke mit dem Kindergarten sehr nahe. Sie möchten wohl alles am liebsten auf sich buchen. Dass sich die beiden nicht umgebracht haben, dass sich die beiden Familien versöhnt haben, alles Wasser auf Ihre Mühle. Was hindert daran, das Volkshaus einzuweihen? Sie wissen ganz genau, dass es noch nicht fertig ist, dass ich noch 3 Wochen brauche. Non si agisce così quando si è un gentiluomo. Un gentiluomo? Sta attento, che la Vergine non c'ha mica i battiti. Sieh mal, ist der nicht hübsch geworden?
Das ist der kleine Pepone. Und das ist die Frau von Pepone. Und das ist Pepone. Und das ist Don Camillo. Wollen Sie nicht die Einweihung um 3 Wochen verschieben? Da haben Sie noch etwas Zeit für die Vorbereitung und wir feiern am selben Tag. Abgemacht. Unter Hornvieh versteht man sich schnell. Endlich ist der große Tag da. Ich verstehe nicht. Monsignor ist doch sonst so pünktlich und verlangt es auch von seinen Leuten. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Und Pepone? Haben Sie ihn heute Morgen schon gesehen? Er ist weg, verschwunden. Möchte wissen, was mit dem Kerl ist? Es ist nichts weiter los, als dass Pepone noch einen letzten Trumpf ausspielen will. Nein, mehr nicht. Er muss dann schnell fahrfertig sein. Jetzt muss der Bischof den Umweg über Castigliani machen. Das macht eine halbe Stunde. Wir haben den Wagen in 3 Minuten wieder flott und fahren direkt zum Volkshaus. Wir weihen also doch vor Camillo ein. Achtung, er kommt! Achtung, Achtung, schnell, schnell! Auf die Plätze! Schnell, schnell, schnell! Beeilt euch ein bisschen! Los, los, los! Und tut ganz harmlos. Was ist denn da los? Ein Unfall? Es sieht so aus, Monsignor. Aber das ist ja der Herr Bürgermeister. Oh, Monsignore. Wir haben eine kleine Panne. Wir kamen aus Castigliani. Das tut mir aber sehr leid. Darf ich Ihnen behilflich sein? Ach, bitte Sie, Monsignore. Danke, danke, mein Sohn. Wollen doch mal sehen. Danke, Herr Bürgermeister. In meinem Alter, Herr Bürgermeister, wollen die Beine nicht mehr so. Guten Tag, liebe Kinder, guten Tag. Oh, ich glaube, da kann ich nicht viel helfen. Umso besser, mein Lieber. Da gehe ich das Stückchen mit Ihnen zu Fuß. Wenn Sie mich stützen, kann ich nicht fallen. Wer so gebaut ist wie Sie. Guten Tag, liebe Kinder. Ah, da kommt er ja. Na, endlich. Er kommt zu Fuß. Er kommt zu Fuß? Das ist doch nicht möglich. Achtung, stellt euch auf! Was ist geschehen, Monsignor? Wir haben Sie hier erwartet. Beruhigen Sie sich, mein Sohn. Ich wollte nur einen kleinen Spaziergang machen. Der Herr Bürgermeister begleitet mich mit allen seinen Freunden. Ganz reizende Leute. Der Herr Bischof kommt hierher, kommt in unser Städtchen klein, weiht den Kindergarten ein. Dir, Bischof, überreiche ich den Strauß, den ich gepflückt für dich. Aus tiefstem Herzen lieb ich dich. Ist der hübsch? Ein reizender Junge. Wie heißt denn der Kleine? Das ist mein Sohn Marco, Monsignore. Der ist ebenso niedlich wie sein Vater. Das wollte ich gerade sagen. Danke, Herr Bürgermeister. Wir schreiten jetzt zur Besichtigung. Ja. Ach, es tut mir furchtbar leid, Monsignore, aber ich muss Sie jetzt verlassen. Das ist aber schade. An solch einem Tage nimmt man sich doch nichts vor. In 5 Minuten muss ich unser Volkshaus einweihen. Die Gäste sind versammelt und warten auf mich. Was sagen Sie, ein Volkshaus? Ja. Aber das ist ja sehr interessant. Warum haben Sie mir das nicht gesagt, Don Camillo? Monsignore, sind Sie... Wollen Sie es besichtigen, Monsignore? Oh, das wäre eine große Ehre für uns. Warum nicht? Mit dem größten Vergnügen. Aber wir wollen doch den Kindergarten Er einweihen. leitet uns nicht weg. Wir haben den ganzen Aber Tag die Trauung, Zeit. Monsignore. Die beiden haben noch das ganze Leben vor sich. Die paar Minuten können Sie noch warten. Aber, Monsignore, Ecco, di là abbiamo 2 saloni per le riunioni e di qua la palestra ginnastica. Das ist wirklich ein schönes Gebäude. ja. Und so nützlich. Zu schade, dass Ihnen der Herr Bürgermeister nicht doch das Waffenlager zeigt. Ich könnte mir denken, dass seins nicht so reichhaltig ist wie Ihres.
Don Camillo ist sogar der Besitzer einer alten Haubitze. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass er ein gefährlicher Mensch ist. Aber Sie wollten ihn behalten. Nun behalten Sie ihn auch. Darf ich bitten, Monsignore, hier hinein? Ihre lieben Gäste mussten auf Sie warten. Ja. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und ich möchte Ihnen sagen, dass ich sehr glücklich bin, dieses schöne Haus gesehen zu haben, das für Sie die Erfüllung eines Wunsches ist, den ich sehr gut verstehe. Was haben Sie für ein Glück, dass Sie diesen Mann haben? Es tut mir leid, dass ich schon gehen muss. Ich habe noch den Kindergarten einzuweihen. Möge er immer so voll sein wie dieses Haus. Auf Wiedersehen, meine Kinder, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Monsignore. Auf Wiedersehen. Ein Freudentag. Aller Streit ist vergessen. Es gibt keine Roten und Schwarzen mehr, sondern nur noch fröhliche Festgenossen. Hey, Papa Filotti, gefällt's dir? Ja, wunderbar, herrlich. Was denn? Und während der Bischof im Pfarrhaus ein Schläfchen hält, ist Don Camillo Adesso ho capito, non mi canta mica più quella pare lì che dire. Guarda, tira il vale un'altra. Andiamo, Maria. Tutto funzionò bene, ma sul tardi si riaccesero le passioni politiche e la gente cominciò a discutere. E purtroppo alla discussione prese parte Don Camillo. Tut mir leid, mein lieber Don Camillo. Aber es ist wohl nicht mehr zu umgehen, dass du einen längeren Erholungsurlaub nimmst, möglichst weit weg von hier. Meinst du nicht auch? Du brauchst Luftveränderung.
Du wirst noch den Zug versäumen, Camillo. Glaubst du? Es ist ein Bummelzug. Er soll zwar Aufenthalt haben, aber man kann sich nicht darauf verlassen. Noch eine Minute. Mein armer Freund. Worauf wartest du noch? Du weißt genau, dass er nicht kommen wird. Ich habe gehofft, dass wenigstens ein paar den Mut haben würden. Wenigstens ein paar. Pepone hat heute Morgen im ganzen Ort noch einmal seine Drohung verbreiten lassen. Oh, ich weiß. Er hat mir sagen lassen, dass er jedem, der es wagt, mir Adieu zu sagen, die Knochen im Leib zerschlägt. Aber trotzdem habe ich mir gesagt, es müsste doch eine wenigstens. Also nur eine. Die Menschen sind nun mal Menschen. Denke an Petrus, der mich verriet, als der Hahn krähte. Ich bin und bleibe ein Trottel. Wann werde ich jetzt eben gehen? Tut mir leid, dass ich dich nicht mitnehmen kann. Du weißt ganz gut, dass ich trotzdem bei dir bin. Sie werden wohl am Bahnhof sein. Oder Sie warten sogar draußen am Platz. Auf Wiedersehen, Herr Pfarrer. Und gute Reise. Die besten Wünsche für Sie, Herr Pfarrer. Kommen Sie bald wieder. Kommen Sie bald wieder. Hier, Herr Pfarrer, mit unseren besten Wünschen und gute Reise. Arrivederci, reverendo, buon viaggio. A lei, reverendo, e tanti auguri. Torni presto, reverendo. Tenga, Don Camillo, e buon viaggio. Die Tauben sind von dem alten Schuft, von dem Brusco. Ich habe sie ihm weggefangen. Dank, liebe Kinder. Vielen Dank. Pepones Leute haben gedroht, dass sie jedem von uns die Augen auskratzen würden, der es wagt, ihnen Adieu zu sagen. Da blieb uns eben nichts anderes übrig, als hierher zu kommen. Auf Wiedersehen und kommen Sie bald wieder, Herr Pfarrer. Wir schreiben an den Vielen Dank, liebe Erzbischof. Kinder. Habt vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe meinem Mann gesagt, ich gehe zu meiner Mutter. Auf Wiedersehen, Herr Pfarrer. Gute Reise. Lassen Sie sich schlecht. Gute Reise. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Gute Reise. Kommen Sie bald wieder. Lassen Sie sich
Jetzt, wo Sie im Begriff sind, unsere Oase des Fortschritts den Rücken zu kehren, möchten wir es nicht unterlassen, Ihnen die Grüße des Volkes zu überbringen, verbunden mit dem Wunsch, dass Sie eines Tages wiederkehren möchten und dass Ihnen der befohlene Erholungsurlaub bekommen möge. Die kommenden Kämpfe werden hart sein. Anders war die Sache nicht zu machen, sonst hätten Ihre reaktionären Hintermänner triumphiert. Aber wir sind doch keine Heiden. Ihr habt euch wie Banditen benommen. Und Sie? 6 Mann mussten ins Krankenhaus. Schade, dass du nicht dabei warst. Wir sprechen noch darüber, wenn Sie zurückkommen. Ihr Nachfolger, dieser Don Pietro, macht nicht lange. Dem mache ich das Leben zur Hölle. Ah, noch was. Das hat mein Sohn Marco gezeichnet. Ein begabter Bursche. Ja. Zu schade, dass er so einen Vater hat. Möge Gott ihn im Auge behalten. Und Sie auch. Vielleicht ist es Gott sogar möglich, aus Ihnen einen zivilisierten Menschen zu machen. C'è possibile. Ma... Eine kleine Welt, ein Landstädtchen irgendwo in der Po-Ebene. Jeder schlägt sich herum, um die Welt nach seiner Fasson zu ändern. Und es geschehen hier Dinge, die nirgendwo sonst in der Welt möglich sind.